fragt man sich, ist die kanadische Gans oder die Kanada-Gans ein stolzes Symbol der Wildnis oder einfach nur eine Nervensäge mit Federn? Die Antwort: beides. Ja, auf der einen Sicht sind die Vögel echte Weltreisende, die Wahnsinnsstrecken zurücklegen können. Auf der anderen Sicht hinterlassen die auch ordentlich Spuren, ne? Und kacken die ganzen Gehwege voll. Also man kann sie sich aus der kanadischen Landschaft ja nicht mehr wegdenken. Ist auch schwer, weil die ist ja so ziemlich überall. Ne? Im Park, am Golfplatz, am Firmengelände, überall wo eine grüne Fleck ist, zack, ist die Gans da. Ne? Wenn du da vielleicht manchmal unsicher bist, ob du gerade eine Gans oder ein Eichhörnchen vor dir hast, einfach mal kurz hinhören. Ja, das ist ein Gans. Da Gänse offenes Wasser brauchen, um Futter zu finden, sind die natürlich keine Fans von zugefrorenen Seen. Das heißt, im Winter sind die natürlich oft, fliehen die weg nach Süden. Und die legen bis zu 4000 Kilometer zurück. Je nach Wetterbedingungen schaffen die 2400 Kilometer am Tag. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist, als würdest du laufen von Köln nach Nordafrika und wieder zurück. Ja, das könnte hinkommen. Und während ihrer Reise fliehen die in der berühmten V-Formation. Das sieht nicht nur schick aus, sondern spart auch Energie, weil die Vögel hinter dem Anführer gleiten in seinem Windschatten mit. Und regelmäßig wechselt die Spitze, damit keiner zu sehr erschöpft. Dabei wird lautstark kommuniziert. Vermutlich besprechen sie die besten Rastplätze oder regen sich über verspätete Mitflieger auf. Das ist auch. Im Frühling, wenn die Sonne endlich wieder ein bisschen wärmer schien, kommen noch die Gans zurück. Und dann geht es ordentlich jetzt zu tun. Mama Gans legt nämlich Eier, eins nach dem anderen, und hockt sich dann mit großer Geduld drauf. Papa Gans hingegen nimmt seine Aufgabe mindestens genauso ernst. Er marschiert stolz wie ein General um das Nest und sorgt dafür, dass keiner auch nur daran denkt, seiner Familie zu nahe zu kommen. Da hat schon so mancher gemerkt, dass eine Gänserich mit aufgestellten Flügeln und zischendem Schnabel ziemlich überzeugend sein kann. Wenn die süßen, flauschigen Küken dann endlich da sind, verwandeln sich Mama und Papa Gans in eine fliehende Sicherheitsfirma. Küt jemand zu nah? Oh, 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 oh. Dann geht es aber jetzt zu Sinn. Denn aus der entspannten Watschelgans wird plötzlich ein gefiedertes Monster und das ist überhaupt nicht lustig. Wer schon uns erlebt hat, wie eine aufgebrachte Gans im Gleichschritt auf einen zustürmt, der weiß, da hilft nur eins: Beine in die Hand und rennen, was das Zeug hält. In einer Jahreszeit, in der kanadische Gänse öffentliche Parks übernehmen, muss man bereit sein, sich den ultimativen Herausforderungen zu stellen. Besonders, wenn putzige kleine Gänseküken in der Nähe sind. Ach oh nee, schon wieder. Die Gänse sind überall und die Küken sind geschlüpft. Oh, wie kann ich denn jetzt ein Picknick machen? Wie soll das dann, Jon? Tipp Nummer 1. Bleib ruhig und vermeide Augenkontakt. Vermeide direkten Augenkontakt mit den Gänsen, da sie das als Bedrohung ansehen könnten. Ich schlure dich nicht an, ich schlure dich überhaupt nicht an. Nee, nee, nee. Tipp Nummer 2. Halte Abstand. Gänse können aggressiv werden, wenn sie sich bedroht fühlen und wenn du ihren Raum betrittst.
Tipp Nummer 3. Füttern verboten. Es mag verlockend sein, aber widerstehe dem Drang, die Gänse zu füttern. Das Füttern kann sie dazu ermutigen zu bleiben und noch aggressiver zu werden. Oh, sorry. Ich habe ja nichts zu essen für dich. Tipp Nummer 4. Benutze Gegenstände als Schutz. Wenn eine Gans zu nahe herankommt, benutze einfach, was du gerade zur Hand hast, als Schutzschild. Einen Regenschirm, ein Picknickkorb oder sogar ein Skateboard können Schutz bieten. Tipp Nummer 5. Wisse, wann Rückzug geboten ist. Wenn die Gänse zu aggressiv oder zahlreich werden oder die Wiese vollgekackt ist, wäre es am besten, den Bereich zu verlassen und anderswo ein Picknick zu genießen. Ja, ich schon heim. Im Jahr ist es doch schön. Nee. Kaum geschlüpft, sind die schon auf Achse. Die kleinen Gänse verlieren überhaupt keine Zeit und paddeln bereits 24 Stunden nach der Geburt los. Und weil das noch nicht beeindruckend genug ist, tauchen die nach nur einem Tag bis zu 12 Meter tief in das Wasser rein und ganz ohne Schwimmflügel. Fliehen lernen die mit 2 bis 3 Monaten von ihren Eltern. Bis dahin bleiben die in der Familie und ziehen mit den Erwachsenen rum. Doch das Familienleben, das kann ganz schön wuselig werden. Vor allem, wenn sich die Junggänse zu riesigen Gang-Broods zusammenschließen, in denen bis zu 100 Küken gemeinsam aufwachsen. So eine richtige Gänse-Krabbelgruppe. Nur mit mehr Schnattern und weniger Spielsachen. Ne? Und mit 2 bis 3 Jahren wird es ernst. Die Partnerwahl steht an. Und jetzt gütet. Gänse suchen sich jemanden in passender Größe und bleiben dann meistens für immer zusammen. Bis zu 25 Jahre lang. Sollte der Partner versterben, wird oft eine neue gesucht. Denn alleine watscheln, das macht ja auch keinen Spaß. Einmal im Jahr müssen sie im Frühling wieder das Problemchen, die Mauser. Da verlieren die Gänse ihre Flugfedern und sind dann bis zu 6 Wochen nur noch auf dem Wasser. Sicher ist sicher. Aber ansonsten geht der Rakun vorbei und zack ist die Gans weg. Ja. Auch auf der Straße mischen die Gän mit. Ne? Wer in Kanada unterwegs ist, der hat bestimmt schon in so eine forsche Gänsefamilie gesehen, die den kompletten Verkehr lahmlegen. Hupen? Zwecklos. Die Gänse nehmen sich die Zick, die sie brauchen. Und bis die sich alle entschieden haben, ob die andere Straße sich zu jagen, das kann dauern. So, jetzt wisst ihr Bescheid, wie es um die Kanada-Gans steht und wie die zu euch hingekommen ist. Das muss auf irgendeinem Winterurlaub passiert sein, weil ich habe da ganz viel gesehen im Rheinpark, als ich letzte Mal in Köln war. Ihr wisst, wovon ich rede, besonders mit der Kakawege und so. Ne? Das ist ja eine Sauerei, aber ja, Natur ist schon das Ding. Aber es riecht euch nicht auf. Seid lieb zu den Gänsen. Ich wünsche euch jetzt mal das Jod. Bis dann. Tschüss.